Hallo, in diesem Video mache ich mir mal wieder die Nägel und ich will dieses Bildergel hier verwenden. Das hatte ich euch im letzten Video ja mal kurz gezeigt. Die passenden Dualformen habe ich mir hier schon zurechtgelegt. Ich werde den Pinsel hier nehmen, um das Gel in der Form zu verteilen. Und ja, es wird heute eher so ein schlichtes, alltagstaugliches Design werden. Habe ich manchmal auch richtig Lust auf sowas, finde ich nämlich auch richtig schick, wenn es einfach mal so ein bisschen dezenter ist. Und ja, wer da jetzt so Lust drauf hat, dabei zuzuschauen, der kann gerne dranbleiben. Ich fange jetzt wie immer erstmal damit an, eine etwas großzügigere Schicht von dem Gel im Tipp zu verteilen. Ich glaube, ich bin schon viel zu lang. Ich will die diesmal nämlich nie ganz so lang haben, die Nägel. Aber gut, ist jetzt nie ganz so wilde. Das mache ich jetzt auch nie bis ganz runter, sondern nur so, dass das den Übergang vom freien Nagelende zum Naturnagel auf jeden Fall schon mal bedeckt. Darum geht es mir jetzt hauptsächlich, dass ich dort dann auf jeden Fall Material an den Seiten haben werde. Aber ich mache es noch nie bis ganz runter. Ich hatte dann auch schon das Problem, wenn ich es bis hierhin gemacht habe, dass es, naja, Lufteinschlüsse gab und das muss eigentlich nie passieren. Da habe ich halt wahrscheinlich zu wenig Material genommen, aber es ist auch nie unbedingt nötig, das jetzt bis unten schon mal vorzupinseln. Das, so wie ich es hier gemacht habe, reicht es schon. Ich mache es jetzt hier noch ein bisschen gleichmäßiger und dann tue ich das nämlich erstmal anhärten. Und das mache ich dann bei allen Formen zuallererst mal. Ich gehe jetzt noch mal hier am Rand lang, um das Gel, was ich dort vielleicht schon hingeschmiert habe, direkt schon zu entfernen. Da wollte ich jetzt diesmal mal versuchen, ob ich damit diese Kante, die sich da gerne mal am Rand bildet, direkt vermeiden kann. Das härte ich jetzt an und mache das jetzt, wie gesagt, an allen Tipps noch schnell fertig. Hier habe ich mir jetzt schon mal die kleine Lampe hier hingestellt. Die werde ich jetzt gleich benutzen, um den Tipp anzuhärten. Und ich nehme jetzt hier eine ordentliche Menge und verteile die jetzt hier im Tipp. Ich gehe jetzt auch noch nicht bis ganz hoch. Es wird mir wahrscheinlich sowieso was rausquetschen. Und dann ziehe ich das Material dort in die Richtung ja sowieso noch. Und wenn es dann doch nie reicht, kann ich auch immer noch mal was hinterher tun. So bis ganz runter verteile ich es jetzt nie, weil das drückt es dann sowieso noch in die Richtung. Ich gucke jetzt erstmal, ob hier irgendwo Luftblasen sind, aber sehe ich jetzt keine, das sieht gut aus. Jetzt gehe ich noch mal hier mit meiner Zillette lang, um das Material von unten noch mal abzuwischen. Die Lampe mache ich schon mal an. Ich habe mir hier noch mal wieder einen Spiegel hingetan, um einfach so ein bisschen die Seiten mir anzugucken, damit ich jetzt nicht so sehr mit dem Tipp rumwackeln muss. Ansonsten riskiere ich es heute mal ohne Markierung und orientiere mich an meinem Finger, wie ich den Tipp aufsetzen muss. Ich gehe so weit wie es geht nach hinten, habe jetzt auch den meisten Druck auf der Kante hinten und gehe jetzt vorsichtig mit dem Tipp nach unten, Richtung Nagel und beobachte, wie das Gel sich nach hinten unter dem Tipp verteilt. Jetzt gucke ich noch mal kurz in den Spiegel. Die Seitenlinie auf der linken Seite, die ist bedeckt. Das Gel hat sich hier überall gut verteilt, also härte ich das jetzt hier oben an der Nagelhaut schon mal an, dass der Tipp fest sitzt. Ich würde sagen, das ist auch recht gut gerade geworden. Ja, bin ich jetzt erstmal weitestgehend zufrieden. Jetzt gucke ich hier unten, dass ich das Gel hier noch ein bisschen ordentlicher verteile.
dann muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass hier an den Seiten genügend Gel ist. Deswegen gehe ich hier noch mal so mit dem Pinsel unter den Seiten lang. Auf der anderen Seite genauso. Dafür kann man sich jetzt auch wirklich Zeit lassen. Ja, es sitzt natürlich viel zu viel hier vorne auch noch, aber da habe ich noch nicht so einen Dreh raus, wie viel ich da wirklich nehmen muss. Aber ich finde es jetzt zuerst mal in Ordnung. Ich gebe das jetzt mal kurz in die Lampe und gucke jetzt gleich noch mal an den Seiten, ob ich da noch was hinterher geben muss. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen was an den Seiten. No, so erstmal muss halt dann unten ein bisschen mehr rausgefräst werden. Das passiert, denke ich mal, am Anfang noch öfter. Ansonsten würde ich das jetzt aber erstmal so lassen. Sieht jetzt für mich erstmal so weitestgehend ganz gut aus. Der Nagel wird ja auch noch gekürzt. Da muss ich jetzt hier vorne nie noch so viel mehr verstärken. Jo, genau, das mache ich jetzt erstmal an der kompletten Hand fertig. Hier sind sie jetzt und was ich letztens jemand gewünscht hat, das Geräusch zu hören, wenn ich diese Tipps hier abnehme, würde ich das jetzt heute mal nicht spulen. So sehen die Nägel jetzt erstmal aus und ich werde jetzt die Schwitzschicht entfernen, unterm Nagel vorrangig. Und würde dann jetzt die Nägel in Form feilen. Das hatte ich jetzt im letzten Video, wo ich die Nägel gemacht habe, schon gezeigt, wie ich das ungefähr mache. Da würde ich das jetzt nie unbedingt nochmal alles mitfilmen wollen. Ich mache die Nägel jetzt auf jeden Fall schick und dann geht es weiter mit dem Design. So sehen die Nägel jetzt befeilt aus und an manchen Stellen blitzt mir jetzt der Nagel doch noch zu sehr durch. Da werde ich jetzt noch mal eine dünne Schicht von dem Gel hier drüber geben, um das noch so ein bisschen zu minimieren, dass man das so sieht. Das ist jetzt nie wirklich nötig, aber ich gehe immer gerne am Rand da noch mal mit diesem Double Tape lang. Die komplett finale Form werde ich dann ganz am Ende befeilen. Das hatte ich ja bei den letzten Nägeln auch so gemacht. Und das hat ja auch so super funktioniert. Deswegen werde ich das jetzt wieder so machen. Also die werden dann noch ein Stück kürzer auf jeden Fall. Und den Tunnel werde ich dann abschließend noch mal ein bisschen bearbeiten. Der ist jetzt auch eher nur so, naja, grob, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vorgearbeitet. Weil wenn man die Nägel dann noch mal ein bisschen kürzt, dann wird ja vorne die Spitze auch wieder etwas dicker. Deswegen muss ich dann sowieso dort noch mal befeilen. Und deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht ganz so pingelig fertig gemacht unten drunter. Man könnte das jetzt auch so lassen. Ich finde es aber, weil ich jetzt ja nie großartig noch eine Farbe drüber machen will, ein bisschen schöner, wenn ich hier an manchen Stellen, wo man doch den Nagel noch so sieht, das so ein bisschen noch kaschiere, indem ich einfach eine dünne Schicht jetzt noch mal hier drüber gebe. Bin jetzt schon so ein bisschen weiter vorangeschritten. Ich habe hier die ersten 3 Nägel jetzt schon mal versiegelt, weil auf denen passiert auch nichts weiter. Auf dem Mittelfinger habe ich hier mit diesem Glue Gel noch so eine kleine Form angebracht und damit sind die jetzt durch. Hier hinten mache ich jetzt gleich noch das Design fertig und dann anschließend befeile ich noch mal hier unten die Spitzen, die jetzt auch so ein bisschen, naja, unförmig geworden sind, aber ich habe jetzt auch nicht ganz so Acht drauf gegeben, weil ich die ja sowieso noch abfeilen will. Und da sieht das dann auch nicht mehr so krumm und schief aus. Auf die 2 hinteren Finger trage ich jetzt jeweils eine dünne Schicht Base auf. Und dann trage ich mir mit so einem dünnen Pinsel hier solche bronzefarbenen Flakes auf, die feuchte Base. Nicht zu viele, nur so ein paar
hier und da. So, und das Zentrum habe ich immer so ein bisschen hier gesetzt und nach hier habe ich so ein bisschen auslaufen lassen. Da kommt dann nämlich jetzt gleich noch das Motiv drauf. Ich hatte das jetzt erstmal an der Lampe an und jetzt gebe ich zum Schutz noch mal eine dünne Schicht Base drüber, dass wenn ich jetzt gleich das Stamping drüber mache und irgendwas schief gehen sollte, dass ich das zur Not wieder entfernen könnte. Vorm Stempeln nehme ich die Schwitzschicht von der Base erstmal runter. Ich nehme jetzt diesen weißen Stamping-Lack und trage den großzügig aufs Motiv auf. Dann ziehe ich einmal ab, nehme das auf und gucke, ob das schön übertragen wurde. Und wenn es mir gefällt, dann stempel ich es auf den Nagel. So. Und der Kleine kriegt natürlich auch noch solche Blätter. Da nehme ich das hier drüben. Die 2 Finger werden jetzt nur noch versiegelt und danach feile ich alle Nägel nochmal in Form und zeige ich danach das Endergebnis. Hier ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich finde dieses dezente Design richtig schick. Ich finde auch die Kombination von den Flakes mit der Farbe von dem Bildergel, das passt super gut zusammen und auch insgesamt finde ich die Farbe von dem Gel richtig, ja, richtig passend für meine Hautfarbe und auch insgesamt, ich finde das ein sehr eleganter Farbton. Ich finde auch diesen ganz feinen Glitzer-Schimmer, der da drin ist, sehr schön. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Design gefällt. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal.